irgendwie das Gefühl, dass das keine guten Nachrichten sind auf dem Blatt Papier, das wir gerade gefunden haben. Übrigens, das da ist die Hölle, wenn man es aus dem Pappschuber nimmt. Findest du ja so Von Spiel. Ja. The King's Labyrinth, Chapter 2, Fraying Threads. Captain Allegra, still in her flowing skirt and sturdy jerking, descended the single shining thread into the lower cavern of the labyrinth. She and his first mate, on their own now, grew closer to their goal, the throne room of the dead immortal king of the island. The first mate slid down the line onto the stone floor. She swept chalky bone dust from the front of her canvas trousers and looked up at Allegra. The silken thread, night unbreakable thanks to the enchanted moth that inhabited the island, trailed behind, leading their way back to the entrance. From further into the labyrinth, a moaning began to echo. The moaning grew louder and clearer. It turned into words from some ancient language they could not understand. The king's cursed voice. The hairs on Captain Allegra's arm stood on end. She looked back at the first mate, whose eyes remained look on the blackness of the passage for a moment too long before noticing the captain's gaze. The first mate nodded silently ahead. Noch mehr zu lesen. Following the king's ghostly song deeper and deeper into the labyrinth, they came upon a rocky gap spilling forth otherworldly blue light. The great basin of the dead king's throne room lay below. Skeletal in rod robes, the king was hunched over the blue orb, topping his royal scepter. Shadows of his bony fingers danced on the wall like ghouls. Ew. Das erinnert mich an Tokyo Ghoul. As he sang, wailing souls flowed in one by one through the cracks in the cave walls, pulled into the orb, causing it to glow brighter and brighter. Behind the king, a long staircase, hewn from rock led down into the chamber from a passage at the top. Allegra said, "We have the advantage in numbers. I will draw his attention and then you." But the first mate interrupted. "No, I am smaller and quicker, and you know of dealing with mystic energies like these. I will circle to the other side, get the king's attention, and lead him on a merry chase." She held up the silk line. "All traced by this invisible thread, of course." Allegra said, "It is a good plan, but perhaps we should go together." The first mate shook her head. "You know this is our best chance. Don't be afraid for me." They grasped hands and exchanged 3 tight squeezes, their palms growing warm. The first mate tied the shining thread to the belt of her trousers, gave a quick salute and a wink, and dashed off. Soll ich weiterlesen? Okay. Allegra waited, staring vigilantly across at the top of the stairs where the first mate was to appear. The king continued his, "Wait, no, no!" The singing stopped. The king turned and began walking up the stairs. Allegra wanted to call out, to do anything to stop the first mate from running head first into danger. She tried tugging on the line to signal her. No use. The king was nearly at the top of the stairs when the first mate burst through the passageway. She skidded to a stop. Even from across the yawning basin, Allegra could see the first mate's eyes grow wide. She turned and ran. Summoning his undead power, the king left the ground, levitating, gliding behind her with distressing speed. From some dank passage much too far away, Allegra heard the first mate scream. She was already running toward the sound. The line in Allegra's hands went taut, then shuddered. It fell slack on the stone floor. As Allegra ran, she was gathering line, twisting it around her arm. She came to its end. The unbreakable thread dangled limply, its end shredded and frayed in her hand. She tossed it to the ground and ran.
Okay, das war wahrscheinlich die Fortsetzung ihrer Geschichte, würde ich mal sagen. Ja. Ich habe ja jetzt die Hälfte vorgelesen, nur mal so am Rande. Ich habe schon seit einer Ewigkeit keine Sachen mehr gelesen, deswegen tut mir das sehr leid, dass ich die Sachen auch nicht richtig aussprechen kann. Worum ging das? Das wurde vorne angezeigt, was da drin steht. Sam had this in like 4th grade, also in der 4. Klasse. Oh, was denn? Holy Bible. Jetzt, warum hat sie sowas? Ich weiß es nicht. Ami vielleicht? Mitten. Oh, Mitten. RD. Wie süß. Die hat ein Kätzchen. Hatte. Das habe ich ja gerade eben mitgeschleppt. Sind wir dann hier fertig? Da ist noch eine Tür. Wir müssen irgendwo wahrscheinlich... Oh. Wir müssen dann wahrscheinlich noch irgendwo die Kombination finden. Read note. Hey Sam, do you want to see Pulp Fiction after school at the Coliseum? Oder so? Colosseum? Ich weiß es nicht. It came out last weekend and Todd won't shut up about it. So either it's good or we can make fun of him for licking it. My mom is supposed to... Was ist? Licking it. Du bist versaut. Du bist versaut. Du musst ja auch sagen, dass er es mag, nicht dass er es leckt. Liking. Naja, my mom is supposed to cook dinner for us, nicht diner. Tonight for a change, but I can just ditch out on it probably. What time? Also, isn't that movie supposed to be really violent? Am I going to barf? According to Todd, it is pretty hardcore. Du bist auch nicht besser. I guess. So das Uma Thurman gets stabbed in the heart with a heroin needle, so that's kind of hilarious. Also, something about cheeseburgers is important. Todd wants to see it again. Steht da. 7:15 Uhr? Ja. Okay. Ja. Don't barf. Ha ha ha. Alright, see you then. Ah, das heißt kotzen? Ja. Warum haben wir eigentlich das nicht so gemacht, dass wir immer abwechselnd lesen, die rote und die schwarze Schrift? Weil wir dumm sind? Nur mal so ein Gedanke, das wäre dann doch viel besser, dann würde ja wirklich so eine Konversation entstehen. Aber Conversation? egal. Wir können ja mal gucken, wenn sowas in Zukunft nochmal kommt. Das war das Allerschönste Messer, das ich jemals in einem Spiel gesehen habe, aber egal. Flieg. Ist da oben noch was? Zahnpasta. Oder irgendeine Anti-Pickel-Creme oder so. Deine Mutter. Willst du nochmal spülen? Was ist das? Ein Tampon. Ach so. Was ist das? Jetzt wieder seriös werden, langsam mal. Die Seite ist kaputt, da ist bestimmt dann irgendwas Wichtiges drin. Aber so auf die Art und Weise, wie sie versucht hat, diese Tür zu öffnen, ist es ja auch kein Wunder, dass das Ding kaputt ist. Du hast ja gesehen, dass sie das oben auf einmal so hinten reingedrückt hat. So, what the fuck? Okay. Haarfarbe. Ja, ich hoffe mal, dass das wirklich nur Haarfarbe ist. Ich bin jetzt leicht verwirrt, wo wir hier überhaupt sind. Ach so, wir sind da rausgekommen. Ja. Dann müssen wir hier weiter. Okay, das war nun mal das Elternschlafzimmer. Open. Ich habe Angst, dass ich hier was Verstörendes finde. Ist da ein Kondom drin? Ich glaube schon. Ja. Hallo, Flieg. Und warum waren da Flammen drauf? Weil es heiß ist. Solange die sich dann nicht verbrennen daran. Nicht, dass er irgendwie das in Chili getunkt ist oder so. Ew. Es gibt ja Leute, die stehen auf Sachen. Mom's purse. Ja, einfach mal Geld klauen von der Mutter. Grab the book. Vielleicht Holy wir, Bible. Oh Gott. Vielleicht lernen wir jetzt endlich was über die Mutter. Es fing ja schon so ein bisschen an vorhin. Das ist England.
London, um genau zu sein. So blöd bin ich nicht. Dear Mom, Dad and fick dich. Nein! So viel zum Thema seriös bleiben. Dear Mom, Dad and Sam, I am in the channel? Ist das Tunnel? Nee, was ist das Channel? This is my second passage through the channel. I'm on my way back from London, this time going to Brussels in Belgium. Sorry I didn't write you on the way to London, but I was too excited about the channel. London was great. Dad, I know you always wanted to visit, and I think you really should. You'd love it. If you all wanted to come back here as a family sometime, I guess I could be convinced. Love you all, Katie. Ich finde das schon ein bisschen traurig, dass sie diese ganzen schönen, friedlichen Erinnerungen an ihre Familie geschickt hat und dann hat sich hier irgendwas abgespielt, von dem wir noch nicht mal genau wissen, was es ist. Aber es scheint ja nicht besonders witzig gewesen zu sein. Wenn man mal sieht, wie es Sam geht und wir nicht wissen, wo... Oh, da ist ein Bild von dem Kätzchen. Ja, ich frage mich, was mit unserer Katze passiert ist. Mitten. Oh, mitten. Mitten kam, was steht da? Mitten Love of Love Cat Caitlin, age 5. Nee, Our Cat. Oh, Genius, ich kann lesen. Nein, wir können beide lesen. Unterwäsche. Warum haben die noch eine Unterhose draufgepackt, wenn die sowieso schon irgendwas darauf gepackt haben, damit man sich... Dear Sam, oh honey, let me tell you, I understand how you feel. Bob and I have had our down periods. It's become a bit of a way of life, actually. You get used to each other, you live your own lives in the same house. The kids grow up, they go away. I'm sorry, this isn't helping, is it? Don't worry. Was steht da? Terry. Terry will get over whatever's distracting him. Things will go back to normal. And as for Sam being distant, that's a teenager for you. Steht auch Teenager, oder? Ja. Ow! Nothing to worry about. In the meantime, for this controlled, steht da? Burn. That sounds like quite the adventure. But let's cut to the chase. This new, was steht da? Ringen, Ningen, Singen. They send. Keine Ahnung. That's what I want to hear about. Rangan Rick. You have to be kidding me. It's too perfect. You have to tell me everything. And send pictures. I want the whole package. Wait, that sounded wrong. Keep your chin up until Terry is out of his slump. And in the meantime, write more letters to your old friend Carol. She adores them. Ich glaube nicht, dass das Sam ist, nur mal so. Jan? Ja, Jan. Du sagst jedes Mal Sam. Weil sich das für mich so aussieht. Ja, aber das ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass das kein Sinn. Ja, das ist mehr an die Mutter gerichtet, vor allem wenn da auf einmal von Sam in der dritten Person gesprochen wird. Die Familie war ja schon immer hässlich. Ist da unten noch was? Ja, da crouch ich jetzt mal hin. Bookmark. Timberline's Booksellers. New Use Hardcover. Ich habe Hardcore gelesen. Take your time. I'm glad to have it in good hands, Rick. Was ist das denn für ein Buch? Walt Whitman. Loves of Grass. Walt Whitman's collection of poems was first released in this form. Seeing, hearing, feeling are miracles, and each part and tag of me is a miracle. Langweilig. Du bist so ein Arschloch manchmal. Immer. Ich mag sowas nicht. Die haben ein eigenes Bad? Ja, ich mag keine Badezimmer. Aber hier gehen die Tür nicht auf. Da ist wieder ein Kamm.
Vielleicht hat sie schon genug gesehen in der Unterwäscheschublade What's und möchte deswegen nicht noch genauer untersuchen, was bei ihren Eltern abgeht. Sehr interessant, was after die... the honeymoon? Prediscovering your spouse, personally, spiritually, sexually. Reverend Alexander Nichols. Ich will das gar nicht wissen. Also es geht halt darum, dass sich halt nach der Hochzeit alles ändert, dass man auf einmal nicht mehr so glücklich ist und sich erstmal wieder finden muss. Die Zeit der Romantik ist dann so ein bisschen vorbei und man hockt sich nur noch auf der Pelle und das ist so eine Art Selbsthilfebuch zu dem Thema. Das, was deine Eltern nie wiedergefunden haben? Ja. All the President's Man. Oh Gott, ich muss hier raus aus dem Raum. Ja. War da nicht noch eine andere Tür in eine andere Richtung oder habe ich mir das eingebildet? Nee. Hier ist ein Zettel. Katie, Mom and Dad were going to make up the guest room for you to stay in over the summer, but you came home in such short notice that they weren't around to do it. You can use my room if you want. I won't be needing it anymore. Okay. Ich mag solche Räume nicht. Die sind so dunkel. Hell. Und dann machst du das Licht an. Ja. Books. Irgendwelche hässlichen Bilder. Kartons. Ja, das hätten die wirklich vorbereiten sollen für sie. Lampe. Da ist noch was. Ja. Hey Sam, you were asking what my ribbons meant. Here is a Hindi guide. Orienteering. This means the army thinks I can find my way around. Ist sie blind oder so? Nein. Was denn? Sie fragt sich, was die Sachen, die sie an ihrer Uniform hat, bedeuten. Ja, das ist mir schon klar. Und das ist, da hat sie aufgezeichnet, welches Symbol das ist, Ist und mir schon was klar. das bedeutet. Also muss nicht, also... Ist sie irgendwie dämlich oder so? Oder behindert? Nee, sie weiß noch nicht, was das bedeutet. Sie versteht Rival es nicht. Team, the army has branded me as a certified killing machine. Adventure training. I am a born adventurous and no borders can hold with the army recognize this. So you didn't think I was cool before, now you do. Lonnie D. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die beide nicht sehr helle sind. Sorry, ich habe nichts gegen Leute, die nicht helle sind, aber... Woher soll sie denn wissen, was die Sachen von der Arme bedeuten? Ich weiß, aber so wie das geschrieben ist. Sie versucht jetzt cool zu wirken. Composition Book, Samantha Greenbrier, Ghost Hunter Journal. Sighting Journal, 31. August, 94, 1:19 Uhr morgens. A tall shadow in the upstairs hall. When I rounded the corner, no one was there. How tall was Uncle Oscar? Note, I was not wearing my glasses. 3. September 99 oder auch noch 94? 94. Klar, es ist 95, kann es 99 sein. 12:44 Uhr. Nachts. A faint voice coming from the bottom of the stairs. I said hello, like one huge did not tide of sound. investigate. Probably Between was two the songs, Lonnie leaned furnace. over and said, Der Ofen. "How do you like your first show?" Beziehungsweise Kamin. I was so happy. 9. September, I felt tears starting 4 in my Uhr 11 eyes. morgens. And then she up and Port? hugged me. I think Poured she could milk tell. from Captain in fridge. It was spoiled. Pretty sure I'd read that spirits can sour milk. Milk was just bought yesterday. I also ghost milk. Ooh. 9. Oktober, 11:24 Uhr. Lonnie says, also nachts, also abends schon wieder. Lonnie says the fields are prisons in the TV room. I suddenly begin to feel cold. We built a protective pillow fort. Hatten wir das nicht gesehen? Ja, haben wir. 22. Oktober, 11 bis 12 Uhr nachts. Lonnie and I employ Ouija board as a medium. Disturbing messages are
conveyed from the other side. Oscar is definitely here. Also der Onkel. Mhm. Das ist doch der den das alles vermacht hat, oder? Ja. 28. Oktober. 10 bis 29. Oktober 4 Uhr nachts, nenne ich das mal. Steht da N. Ich kann das Stat? nicht lesen. Lonnie to stay up all night and help patrol premises, recording any signs of other worldly remained unconfirmed. Possible ectoplasm Du bist einmal in der Zeile verrutscht. What or remained possible Worldly presence. Lonnie reported many sightings, but all remain unconfirmed. Possible ectoplasm in Etty, probably leaky roof. Sample taken just in case. Despite. Wo gehört das denn dazu? Due to our best efforts, we both fell asleep around 4 a.m. All in all, a successful night. Also die haben angefangen, unheimliche Dinge zu sehen oder zu spüren, und weil ja schon der Vater so mit Verschwörungstheorien und solchen Sachen was am Hut hatte, war sie wahrscheinlich, die Sam, auch ein bisschen geprägt davon und hat versucht, das alles mit ihrer Freundin Lonnie zu untersuchen. Aber die haben nicht wirklich was gefunden, haben auch selbst geschrieben, vielleicht war das ja auch was anderes. Aber die haben halt die Befürchtung, dass es der Onkel sein könnte, der ihnen das Haus vermacht hat. Ist hier irgendwo ein Kassettenspiel? Ja. Insert Tape. Da steht jemand auf Rock. Und da versucht jemand immer meine Ohren wegzu. Rotze. Au! Weg damit. Und da hat wohl jemand versucht zu malen. Ja, wir gucken jetzt erstmal das an. Performance Evaluation. Richard Pettermatch. Supervisor Janice Granbrier. Unacceptable Exemplary. Aua, oder? Unacceptable ist ja nicht akzeptierbar. Und das andere also ist gut. Und das 5 ist das Beste. Ja. Supervisor Comments. Ranger Pettermatch has been indispensable during the course of the prescribed burn preparation and execution. I believe his expertise and dedication has been the deciding factor in the success of a very complex and challenging conservation effort. In the opinion of the Flintlock Forest staff, Rick's contributions to daily operations have become essential to the outfit's continuing success. To this end, I will be formally submitting paperwork requesting his permanent reassignment to this facility. Okay. Also wieder die Arbeit der Mutter, das Personal einzustufen. Ja, war das bei vorhin auch schon einmal? Ich weiß es nicht, ich mag's nicht. Oh, Halloween show. The Misfits, they're awesome. Don't forget your costume. Station Lounge. Okay, see you there. Nö.
Ich habe ein ganz blödes Gefühl bei der kleinen Schwester. Ja. Dass irgendwas ganz Schlimmes passiert ist. Naja, sie ist ja auf jeden Fall abgehauen. Wir wissen aber nicht, wie lange das her ist, dass sie diese Notiz geschrieben hat und was bis dahin passiert ist. Oh. Wir wissen ja auch nicht, wie lange das Spiel geht. Ob das plötzlich endet oder ob wir auf einmal sehen, was noch in der Zukunft passiert oder ob wir jemals noch das Haus verlassen werden. Ja. Heavens to Betsy. Oder Heavenly? Heavens to, ja. Aber sehr interessant, dass die beiden Halloween-Fans sind, denn das sind wir auch. Lonnie, holy crap, I was in the library and I noticed something in the corner and I found a secret. Pushed it and it had Oscar's creepy old stuff in it. Oh my god, I have got to see this, we're skipping 6. Das macht mir Angst. Wir sind ja da. Heißt das, wir sollen da gleich hingehen? Ja, da war ja ein Zimmer in dem Schlafzimmer der Eltern, das wir nicht öffnen konnten. Oh mein Gott, sieht das unheimlich aus. Hat aber Style. Nein, ich wollte das lesen, du Penis. Dann zoom doch rein. Captain Allegra in the first maid. Your costume, my costume. Oh, wie cool. Die haben sich zu Halloween echt so angezogen. Und da kann jemand echt gut zeichnen. Ja. Oh, ich wünschte, ich könnte auch so gut zeichnen. Ich hasse dich, Tür. Geh sterben. Du bist ja schon tot, ich weiß.